Erkennst du dich wieder? Zug um Zug, aber du kommst nicht voran? Dann versuch es mal von der anderen Seite. Viele Anfänger versuchen über Monate immer wieder etwas dünner zu drehen. Immer ein bisschen besser, ein bisschen höher, ein bisschen mutiger. Vielleicht 0,1 Millimeter pro Monat dünner. Und immer wieder Knöchelzug um Knöchelzug, am besten noch mit dem Schwamm. Ist es dir das nicht leid, dass es keine größeren Fortschritte gibt? Es gibt einen Trick oder eine Methode, die ich dir rate, die auch ich in meiner Lehre anwenden durfte, sollte, musste. Mein Chef hat gesagt, tu das jetzt. Und zwar geht es darum, einfach mal zu übertreiben. Ihr versucht Stück für Stück, bloß dass es nicht wackelt, bloß dass es nicht kaputt geht und hofft, irgendwann werde ich es schon können. Wie wäre es aber, wenn ihr einfach mal mutig seid und statt 5, 6, 7 Züge einfach so macht und hochzieht. Einfach so doll ihr könnt. Ja, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Ich weiß, das muss man lernen. Aber wie lerne ich das schneller? Schauen wir mal. Wir können es also dünn. Wie wäre es, wenn ihr einfach mal eine Stange Ton riskiert? Macht 40 Klumpen à 250 Gramm, das sind 10 Kilo. Das kostet euch nicht mal 10 Euro. Und du kannst den Ton wieder aufbereiten. Ist dir das wert, dieser kleine Wert, schneller drehen zu lernen? Nicht Ton ist teuer, sondern Monate voller Angst und Vorsicht. Hier versuchen wir es mal andersherum. Wir ziehen so lange und so fest, dass es abreißt. Und dann nochmal und nochmal und nochmal. Den ganzen Tag. Ein einziger Tag absichtlicher Fehlschläge bringt dir mehr bei als Monate vorsichtigen Hochziehens. Manche Dinge verstehst du erst, wenn du sie wirklich übertrieben hast. Erfahrung entsteht halt dort, wo etwas schief geht. Ich drücke jetzt wirklich brutal und seht ihr hier unten diese kleinen Flatterriefen? Das ist schon sehr dünn und ich gebe zu, wenn du davon kannst, etwas kaputt zu machen, ist schwer. Es sollte jetzt eigentlich kaputt gehen, aber egal, auch ich kann übertreiben und das mache ich jetzt im nächsten Zug. Oh, und dann ist es passiert. Wir schneiden das jedes Mal durch, damit wir auch aus den Materialstärken etwas Erkenntnis gewinnen können. Es ist schön dünn. Geht wirklich an eure Grenzen. Und ihr müsst euch vorstellen, hier zum Beispiel mit dem kleinen Finger,
Es ist so etwas, was auch ich immer wieder übe, um besonders dünn zu drehen. Der kleine Finger hat viel weniger Oberfläche. Statt ein Schwamm nehmt den kleinen Finger. Wenn ich jetzt hier euch das hier zeige, dann ist quasi die ganze Wandung, das Gewicht der ganzen Wandung hier unten auf der dünnen Stelle. Und in diesem Moment, wo ich da unten dünn habe, da habe ich das größte Risiko, dass etwas kaputt geht. Das komplette Gewicht muss von der dünnen Stelle getragen werden und dort, wo Ton bewegt wird, wird der Thixotroph weich. Ihr könnt hier, wenn ihr den Finger einfach mal etwas bewegt, den Winkel verändert. Dann könnt ihr Druck rausnehmen und wenn ihr mit dem Innenfinger in Drehrichtung geht, wie hier angedeutet, nehmt ihr auch Druck raus. Wenn ihr das Gefühl habt, gleich kollabiert das Gefäß, dann verändert einfach mal die Handstellung. Entweder den Finger flacher oder den Innenfinger weiter. Schaut, der Balkon wird, wenn ich den Innenfinger steiler stelle, kleiner und somit geht Druck raus. Und wenn ich jetzt mit dem Innenfinger in Drehrichtung rutsche, hier, dann passiert eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, in dem Moment, wo was kaputt gehen könnte, wenn ich dann die Handstellung weiß zu verändern, dann kann ich noch viel korrigieren. Aber heute machen wir kaputt, drum drücke ich extrem. Ja genau, hier, ich bleibe hängen. Und auch solche Fehler, nutzt die aus. Man kann trotz Fehler weiterdrehen oder den versuchen zu korrigieren. Es ist eigentlich, ja, ich habe hier zu schnell gedreht, starke Rillen drin und schon ist hier ein minimaler Schwachpunkt und es bricht zusammen. Aber diese Erfahrung, die nehme ich halt mit. Dass ich den Knöchelzug etwas anders mache, könnt ihr in meinen Grundvideos schauen, wie das geht. Kann ich jedem nur empfehlen, ab Video 3 aufwärts bis 9 erkläre ich meine Grundzüge. Aber hier auch, bei jemand, der töpfern kann, ist Fehler machen wirklich schwer. Aber allein dieses Flattern zeigt mir, dass ich an der Stelle schon sehr dünnen Ton habe. Es ist für mich dann das Zeichen, hier, pass auf, drück nicht mehr so doll. Ja, dann passiert hier unten, seht ihr das, ganz unten. Es wackelt, aber trotzdem, ich versuche es mit dem Finger ruhig zu stellen. Geht nicht. Wir wollen heute kaputt machen, es stört mich nicht, dass es wackelt. Kein Problem. Und wenn ich die Schiene dran halte, kann ich es sogar retten. Solch eine Rettungsaktion, ihr lernt so viel mehr, als wenn ihr vorsichtig stundenlang Töpfchen um Töpfchen mit 7 Knöchelzügen hochzieht. Gleichmäßig, dünn, aber eben auch ohne Angst gedreht. Und wenn du so agierst, dann bist du nicht mehr weit von der Grenze entfernt, sondern mittendran. Es ist nur ein bisschen weniger Druck und es geht nicht kaputt. Ich zeige euch nochmal diese entscheidende Stelle eigentlich bei einem Knöchelzug. Ihr macht unten richtig Druck, verjüngt die Stelle und jetzt ist der entscheidende Moment, warum ich auch immer sage, ich mache nur 2 Knöchelzüge. Denn jetzt in diesem Moment, ich schneide es mal auf, ist eben das ganze Gewicht der Wandung, schaut hier oben ist es dick,
auf dieser dünnen Stelle. Und diese dünne Stelle bekommt durch die Finger gerade Druck und sie fließt. Und je höher und je größer es ist, je schwieriger ist es, diese Stelle zu handeln. Deswegen lieber einmal durchziehen und fertig. Und so lernst du, wie dünn eine Wand wirklich werden kann. Vielleicht fühlt sich diese Übung am Ende des Tages sogar sinnlos an. Vielleicht hast du keinen einzigen fertigen Topf auf dem Brett. Aber dein Hirn lernt. Du hast gespürt, wann die Wand instabil wird, wann sie weich wird, wann sie abreißt. Und diese Erfahrung, die verschwindet nicht einfach wieder. Man merkt diesen Fortschritt vielleicht erst in der nächsten Session. Aber du hast schneller gelernt. Versuch's einfach mal aus.